Ich habe endlich einen Weg gefunden, das Fifine K670 an mein iPhone anschließen zu können über USB, so dass ich dir endlich einen Vergleich liefern kann zwischen dem teuren Rode NT USB Mini und dem super günstigen, aber super geilen Mikrofon, dem Fifine K670. Und zwar kostet das Rode NT USB Mini so um die 129 € und das Fifine K670 kostet nur, sage und schreibe, irgendwie um die 60 €. Ich habe es sogar schon für 49 € gesehen. Du hörst jetzt gerade dieses Audio aus dem Fifine K670. So, das ist jetzt das Rode NT USB Mini. Ich habe versucht, die Pegel ungefähr gleich einzustellen. Das Interessante am Fifine K670 ist, dass du die Pegelsteuerung sogar am Mikrofon verändern kannst. Deswegen kannst du es auch nicht direkt ans iPhone anschließen. Denn das Mikrofon braucht dafür eine stärkere Phantomspeisung, weil hier eben ein Verstärker integriert ist. Du kannst auch hier ein Kopfhörer anschließen für die Monitorausgabe des Sounds, so dass du gleichzeitig deine Audioquelle kontrollieren kannst, ob sie klippt oder nicht. Das Ganze natürlich am Rode NT USB Mini auch, aber vorne am Mikrofon hast du nur die Lautstärkeregelung für deinen Kopfhörerausgang und du kannst hier den Pegel des Mikrofons nicht per Regler einstellen, sondern tatsächlich nur am iPhone direkt mit der App. Mit der eingebauten App des iPhones kannst du das natürlich nicht, denn das geht nur mit Third-Party-Apps, die während der Aufnahme eine Pegelsteuerung erlauben. Aber hier soll es ja um den Vergleich der Soundqualität gehen. Du hörst also, dass das Fifine K670 ein richtig gutes Mikrofon ist und du das teurere Rode NT USB Mini gar nicht benötigst, um eine sehr gute Audioqualität in solchen Videoaufnahmen zu bekommen. Und das Ganze natürlich auch am PC, am iPhone, am Mac, am Linux ist es völlig egal. Und jetzt noch ein cooler Gimmick. Das Fifine K670 sieht sogar richtig geil aus. Wenn ich hier die Haube davon abziehe, dann ist das ein richtig schnieke Mikrofon. Guck dir mal den Vergleich an, wenn du demnächst in Videos dieses Mikro eingesteckt hast und in der Kamera sichtbar oder dieses Mikrofon eingesteckt hast und es in der Kamera sichtbar ist. Wo ist wohl das schönere Mikrofon zu finden? Ich finde, das Fifine K670 macht einen richtig geilen Eindruck, sowohl optisch als auch vom Ton her. Jetzt wirst du dich natürlich fragen, ist das Mikrofon so offen, also gegenüber Pop-ups geschützt? Und du hörst ja jetzt mich sprechen in die Kamera und meine Stimme ist vom Mikrofon etwas weiter entfernt. Wenn ich jetzt natürlich in das Mikrofon reinpoppe, dann hört sich das natürlich ganz schrecklich an. Und diese Popgeräusche, die sind ja eigentlich, die Katastrophe für eine Audioaufnahme. Deswegen gibt es auch diesen Schutz. Mal gucken, wie sich das anhört mit dem Schutz. Das ist ein Pop-Test mit dem Schutz vor dem Fifine K670. Das ist ein Popschutz. Popschutz. Das ist ein Popschutz. Hier nochmal das gleiche ohne den Popschutz. Das ist ein Popschutz. Das ist ein Popschutz. Das ist ein Popschutz des Fifine K670 Original ohne jegliche Filter davor. Das Rode NT USB Mini hat keinen Schutz dabei. Das wird halt nur so geliefert, hat aber einen durchaus guten Popschutz bereits integriert und das will ich hier einmal kurz demonstrieren. Das ist ein Pop-Test. Das ist ein Pop-Test. Das ist ein Pop-Test.
Pop-Test. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Test einen kleinen Ausblick geben zu diesen beiden Mikrofonen und dass du jetzt für dich selbst weißt, ob du dir das Rode NT USB Mini kaufen möchtest oder ob für dich das coole, aber günstige und richtig geile Mikrofon, das Fifine K670 ausreicht. Und hier empfehle ich dir noch ein Video, welches du unbedingt ansehen solltest, weil es gibt sogar ein noch günstigeres Mikrofon von Samson, was vielleicht für dich sogar besser in Frage kommt, zumindest wenn du mit deinem Notebook das Mikrofon nutzen möchtest.